Es gab einen auslösenden Moment für mich, die Malweise zu ändern. Ich kam ins Atelier, dort hingen eigentlich 80% fertige Bilder und ich habe festgestellt, dass sie mich langweilen. Und daraufhin habe ich versucht, die eigene Routine zu brechen, indem ich das Werkzeug, das Denken und die Methode geändert habe. Ich habe über ein Jahr gebraucht, um selber erst überhaupt ein Bild hinzukriegen, das schon mal aussah wie so ein Versprechen von irgendwas, was das werden könnte. Also da ist wirklich sehr viel schiefgegangen und Schrott passiert und Zeug, das ich wegwerfen musste, bis sich das so rauskristallisiert hatte, dass es da doch was Gangbares gibt. Also ich habe versucht, ich habe den Pinsel beiseite gelegt, weil ich gemerkt habe, dass der Pinsel beherrscht ja irgendwann den Maler und nicht der Maler den Pinsel. Und habe einfach versucht, alle Gewohnheiten in Frage zu stellen, um dann auch mit verschiedenen theoretischen und konzeptuellen Behauptungen zu Stress auszulösen und diesen Stress irgendwie in Bilder zu verwandeln. Ich würde mich ja eher zu den Methodikern rechnen. Also ich zwinge mir so einen konzeptuellen Ansatz auf und verlasse mich darauf, dass in mir genug Stumpfsinn oder Dummheit oder Ungeklärtes ist, weil es trotzdem als Malerei interessant macht. Also dass diese beiden Elemente, das Definierte, also dass man sagt, die Aufgabe ist A, B, C, D und die wird von mir gelöst und in mir ist aber diverses, was ich nicht A, B, C, D nennen kann, sondern irgendwelche Faszinationen, Ekel, Interessen, die formen dann das Bild. Die Malerei davor oder weite Teile der Malerei davor sind natürlich definiert über die Narration. Das heißt, du siehst, nennen wir es eine Handlung. Du siehst eine Handlung, symbolhafte Aktivitäten, ein Raum. Diese Erzählung definiert einfach, damit sie glaubwürdig ist, das Bildgefüge. Also die Narration im Verhältnis zum Bild muss stimmen und die Narration dominiert das Bild. Also du bist nie befreit von der Erzählung. Und in dem Moment, wo du sagst, es gibt diese Narration nicht mehr, bist du und dann auch noch sagst, ich will auch keine postmodernen Querverweise. Also ich will jetzt nicht zitatenhaft vorführen, dass es all diese verschiedenen Sprachmöglichkeiten gibt. Und gerade bei diesen Bildern, die jetzt ganz abstrakt sind, ist das wirklich auch für mich eigentlich wirklich schwer zu sagen, warum ich die Hälfte der Bilder wegschmeißen musste, weil sie nicht funktioniert haben. Ich aber wirklich nicht rausfinden konnte, nach was für Kriterien, was das Funktionieren bedeutet. Und das ist interessant. Das ist auch ein interessantes Versprechen, dass du etwas tust, was dir nicht begründbar erscheint. Und trotzdem ist es auf einmal, wenn es da ist, eine gangbare Lösung. Das war für mich sehr ungewohnt, weil dieses Streifenmalen ist ja eine geradezu zen-buddhistische Beschäftigung. Also die zwingt einen halt da so ruhig an der Leinwand lang zu gehen. Und dann gab es halt so eine Phase, die Betrachtung erzwingt, wenn ich nämlich mit dem Spachtel diese Flecken da drauf gemacht habe, also die nächste Ebene, weil das dauert ewig, bis das trocknet. Und in der Zeit schaue ich dann da drauf und denke, was soll das eigentlich? Oder was wird das denn jetzt? Oder was möchte dieses Bild jetzt von mir? Hallo Bild, was möchtest du denn jetzt? Ich habe doch jetzt schon alles getan. Und das Bild will dann aber am Ende nach diesen verschiedenen Phasen der Ruhe auch Stress. Das, was mich interessierte, waren Bildsysteme gewissermaßen oder Bilder, die orakelhafte Qualitäten haben. Also Aktienindex, die Erhabenheit der abstrakten Malerei, historische Landkarten und das andere System, das also auch sowas affekthaft, orakelhaft, was man überall wiedererkennt, ist eben Sexualität als in der Form von Pornografie. Dass man Körper, ohne dass man das Explizite sieht, sofort als Pornografie begreift. Man begreift, dass es so eine Allanwesenheit nackter Körper gibt. Es liegt an diesem flächigen ineinander Verschraubtsein der Körper. Und beim Malen ist mir dann aufgefallen, also beim Auftragen dieser Flecken so oder dieser Topografien, dass natürlich die Gewalttätigkeit der Pornografie in bestimmten Formen auch den Landkarten entspricht, weil es auch immer so Exklusion, Inklusion, Auslöschung, Trennung, Allmachtsfantasien sind, die da irgendwie am Wirken sind und sich in den Nationen und den Individuen niederschlagen. Das muss man aber nicht wissen, um die Malerei zu betrachten. Das ist halt mein eigenes persönliches Problem, dass ich denke, ich brauche halt so einen inhaltistischen Trigger, um zu einem Ergebnis zu kommen. Für mich ist das jetzt erstmal so ein Versprechen
an mich selber, dass ich mir was geschaffen habe, mit dem ich weiterarbeiten kann.